Guten Morgen nach Paris zu Dorothea Schupelius. Dorothea, wie geht es denn jetzt weiter nach eben dieser Wahl? Guten Morgen, Thomas, aus Paris. Frankreich stürzt ins politische Chaos. Der Vormarsch von Marine Le Pen, der ist zwar verhindert worden, das war ja eins der Ziele von Macron gewesen, aber die Situation ist alles andere als rosig. Auf absehbare Zeit wird Frankreich jetzt von wackeligen Koalitionen regiert, die von extremen Rändern abhängen und jederzeit zusammenstürzen können. Eine Mehrheitsregierung gibt es nicht. Des Weiteren müssen wir uns die Linksfront einmal genauer angucken, denn diese Union ist vor kurzem erst gegründet worden und erst einmal einzig und allein auf der Grundlage, Rassemblement National zu verhindern. Das heißt, eine gemeinsame Ausrichtung, ein gemeinsames Parteiprogramm gibt es nicht. Innerhalb dieser Union, dieser Koalition gibt es ein Konkurrenzverhältnis und es ist nicht klar, wer den Premierminister stellen wird. Der jetzige Premierminister wird heute noch zurücktreten. Der 36-Jährige ist damit nur 5,5 Monate im Amt gewesen und er hat sich gestern Abend, als er zu Frankreich gesprochen hat, noch einmal ganz ausdrücklich desolidarisiert von Macron und gesagt, es war nicht seine Entscheidung, diese Nationalversammlung aufzulösen, sondern ganz allein die Entscheidung von Macron, die er für eine falsche hält. Also Fazit, Frankreich stürzt ins Chaos, hat keinen Premierminister und teilweise hat die linksextreme Ausrichtung dieser Linksfront eben auch dafür gesorgt, dass es einen starken Zustrom für diese Partei gab, denn die Mélenchon-Partei, die hat die meisten Stimmen abbekommen und das sind die mit den extremeren Ansichten. Natürlich hat diese Wahl auch Auswirkungen weit über Frankreich hinaus. Was bedeutet das für Deutschland, aber auch für Europa? Dafür müssen wir uns diese Linksfront auch noch einmal angucken. Hier gibt es teilweise aktiv anti-israelische Standpunkte, pro-palästinensische Standpunkte und vor allem von der Mélenchon-Partei auch anti-europäische Standpunkte. Die europäische Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland war auf Konsens und kooperative Mitarbeit aufgebaut. Wenn man sich jetzt anguckt, was in dem Parteiprogramm von der Mélenchon-Partei steht, dann ahnt man hier zumindest nichts Gutes. Gerade bei Fragen, die zum Beispiel die Ukraine oder auch Israel betreffen könnten. Und allgemein, das muss man noch einmal festhalten, diese Wahl ist historisch gewesen, als historisch eingeordnet worden, weil man dachte, dass Rassemblement National auf Platz 1 ist. Sie bleibt jetzt aber historisch, obwohl Rassemblement National unerwartet auf Platz 3 landet, weil Frankreich jetzt ins politische Chaos stürzt. Es kommt quasi ein Regierungsvakuum. Sowas hat es ja zuletzt auch in Spanien oder Belgien gegeben. Denn die Regierung wird ihre Tagesgeschäfte weiterführen, auch ohne Premierminister. Heißt aber, sie können keine neuen Beschlüsse fassen. In 2 Wochen fängt die Olympiaspiele in Paris an. Sollte es ein Attentat oder ein Terrorakt oder eine ähnliche Ausnahmesituation geben, ist diese Regierung nicht in der Lage, neue Beschlüsse zu fassen, zum Beispiel eine neue Sicherheitslage auszurufen oder in irgendeiner Art und Weise sinnvoll zu reagieren. Das wird auch dazu führen, dass die angespannte Situation auf den Straßen Paris, die wir hier auch gestern live miterleben konnten, nicht unbedingt weniger werden. Danke nach Paris, Dorothea Schupelius.